habe ich gehasst. Das mochte ich nicht. Die Bearbeitung, was habe ich mir bei der Bearbeitung gedacht? Auch nach wie vor eins meiner Lieblingsbilder. Ah ja, das wird, ja. Ich habe mal meine Festplatte durchstöbert und bin dabei auf so manche alte Schulprojekte gestoßen, die ich in der Fotografenausbildung gemacht habe. Und ich dachte mir, das wäre vielleicht mal ganz interessant, weil manche Bilder davon sind jetzt 7 Jahre alt, 6, 7 Jahre alt. Und ich dachte, es wäre vielleicht mal ganz interessant zu sehen, was ich damals so gemacht habe, welchen Standard ich damals schon hatte. Und ja, deshalb gucken wir uns heute mal ein paar Schulprojekte von mir an. Natürlich nur die, wo jetzt keine Mitschüler drauf abgebildet sind oder eben Leute, von denen ich nicht das Einverständnis habe, dass ich diese Bilder veröffentlichen darf. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch anderweitig natürlich ein paar Fotos noch aufgehoben dazu. Deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an. Okay, fangen wir einfach mal von oben an, was ich noch so an Schätzen gespeichert habe. Die ersten beiden Bilder, die gehören zusammen. Das war im Prinzip eine Gegenüberstellung. Und ihr seht, hier steht Aufheben farbiger Reflexe durch Mehrfachbelichtung. Das haben wir da geübt. Links das Bild ohne Mehrfachbelichtung und rechts dann das Bild mit. Im linken Bild hat man eben rechts die Spiegelung von der grünen Flasche und ja, rechts ist die dann weg. Auch beim zweiten Bild, da ging es um Ausgleich von Kantenverzerrung durch Mehrfachbelichtung. Da seht ihr, das hat auch ganz gut geklappt hier rechts. Allerdings sieht es auch gleichzeitig so aus, als wäre das jetzt ein Glas im Glas, weil die Kante so durch die Öffnung von dem linken Glas verläuft. Aber ich würde sagen, Aufgabe ist geglückt. Ja, sieht doch toll aus. Das war natürlich eine technische Übung. Offensichtlich war jetzt nichts Kreatives dabei. Was haben wir als nächstes? Ah ja, das war auch von ganz am Anfang. Da war die Aufgabe Figur-Grundbeziehung. Und das mussten wir anhand eines Objektes machen. Dieser Blumenstrauß, der stand in dem Studio von der Schule. Den habe ich dann einfach dafür benutzt. Weil ich erinnere mich noch, dass ich nicht so viel Lust hatte auf diese Aufgabe, weil ich keine Lust hatte auf Produktfotografie. Und ja, ich habe es mir offenbar sehr einfach gemacht, schwarzer Hintergrund und dann Struktur im Hauptmotiv. Einfach, ja. Aufgabe bestanden, nur nicht wirklich kreativ umgesetzt. Oh, das ist eins meiner Lieblingsbilder nach wie vor. Da erinnere ich mich auch noch dran. Da haben wir mit einer Mittelformatkamera gearbeitet. Und das war was ganz Besonderes. Konnten wir unser eigenes Setup bauen, herrichten und hatten eben diese Kaffeesachen zur Verfügung. Und da ich Kaffee liebe, wollte ich unbedingt ein Bild dazu machen. Und ich finde das nach wie vor echt toll. Ich glaube, ich print mir das für meine Wohnung. Ich weiß noch, wir haben mal ein paar Bilder selber aufgezogen, so auf Forex-Platten. Und da habe ich auch das Foto genommen. Und das habe ich damals dann meinem Opa geschenkt. Ich glaube, ich drucke das für mich nochmal. Ich finde das richtig, richtig toll. Oh je. Ja, da ging es darum, Metall zu fotografieren und wir sollten gleichzeitig das umsetzen in einer Werbecollage. Also nichts Ernsthaftes, Werbebasiertes, aber dass wir einfach üben, Schrift mit Bild zu kombinieren. Darum ging es bei dieser Sache einfach. Und ja, diese Muttern mussten eben abgelichtet werden. Das passende Teil für jede Maschine. Ja, habe ich toll gemacht. Also ich finde an sich, das Bild von den Muttern finde ich ganz cool, weil es eben auch diesen blauen Lichteffekt noch dazu hat. Aber diese Collage oder dieses Poster, was es dann darstellen sollte, ja, ist ausbaufähig. Genau, ich wusste, dass das kommt. Das war dann die zweite Sache. Auch eine Art Werbeplakat, was wir erstellen sollten. Und die Bilder haben wir natürlich auch alle selber fotografiert.
Und dann, man sieht das so schön, ich habe mir ein Bild genommen von eben einem Rasen und das sollte der Untergrund sein und dann wollte ich das so einfügen und dann habe ich hier versucht, diese Objekte mit dem Rasen zu verbinden, dass es aussieht, als würde es halt im Gras stehen und das ist halt super offensichtlich. Aber das Bild mit dem Milchglas, das hat richtig Spaß gemacht, das war cool. Richtig mit Bewegung, das hat Spaß gemacht, ja. Aber auch hier dann das Endergebnis, ja, hier für Beispiel Nummer 3, Gewürzmühlenset. Gut, dass ich hier einen Rechtschreibfehler drin habe, wow. Die wurden uns auch gestellt, genauso wie eben das mit der Milch und die Muttern. Und ja, sollten wir eben auch hier eine Produktfotografie mitmachen. Und ich erinnere mich noch, die waren so dreckig, diese Salz- und Pfeffermühlen. Das war so eine Fitzelarbeit, die sauber zu retuschieren. Ich sehe, beim rechten Bild hatte ich keine Zeit mehr und auch keinen Bock mehr. Deshalb sieht man da in der Gewürzmühle die ganzen Rückstände. Es waren natürlich keine neuen Gegenstände. Und ja, beim mittleren Bild hätte man das auch noch ein bisschen besser ausleuchten können, dass man das Malwerk mehr sieht. Aber so Hintergrund und Untergrund finde ich jetzt nicht so verkehrt, was ich da gewählt habe. Das ist auch nach wie vor eins meiner Lieblingsbilder. Aber es wurde auch wirklich so fotografiert, dass so gut wie nichts dran irgendwie gefotoshoppt. Und ich weiß noch, wir haben das erst mit Eingießen versucht, so wie bei dem Milchglas. Und letztlich haben wir es so gemacht, das Weinglas haben wir auf eine Plexiglasplatte geklebt. Und dann hat jemand diese Plexiglasplatte so ruckartig bewegt, damit das eben hochschwappt. Und ich muss dann an der Kamera eben genau den Moment treffen, wo der Wein so schön hochspritzt. Ich wünschte, ich hätte auch noch die anderen Bilder, die es nicht geworden sind, weil da waren mehrere coole dabei, das weiß ich noch. Und auch manches, was gar nicht funktioniert hat. Aber man musste halt diesen Schwung raus haben, dass es eben ja, ästhetisch nach oben schwappt. Und das hat richtig Spaß gemacht, das war cool. Thema 4 Elemente. Und auch das wieder in einer Art Collage bringen. Ich finde die nicht schlecht. Ich finde die einzelnen Bilder finde ich zum Teil ganz cool. Und dann habe ich mir eben so einen Spruch rausgesucht. 4 Elemente ähnlich gestellt, bilden das Leben, bauen die Welt. Gefällt mir nach wie vor auch gut. Ich hätte es vielleicht ein bisschen anders angeordnet, dass man es einfacher lesen kann. Und ich hätte diesen Schlagschatten nicht so extrem weit von den Buchstaben entfernt gemacht. Dieser Abstand, der ist viel zu groß. Dadurch lässt es sich auch nicht so schön lesen. Nicht verkehrt. Das mochte ich nicht. Das war so ein Schulprojekt, was dann im Schulhaus ausgehangen wurde, kurze Zeit. Und die Vorgabe war, ein Gedicht zu wählen. Ich glaube, das konnten wir frei wählen. Es durfte aber nicht nur so ein kurzer Reim sein, es musste halt ein längeres Gedicht sein. Und dieses dann in Form eines Bildes verpacken. Also auch hier ging es wieder eigentlich darum, Schrift und Foto zu verbinden, wenn man es so will. Und ja, da habe ich mir hier von Friedrich Schiller ein ziemlich deprimierendes Gedicht rausgesucht. Und ich weiß noch, ich hatte so gar keine Idee, wie ich das umsetzen soll. Und es ist auch nicht besonders kreativ geworden, muss man sagen. Aber ich würde sagen, das Bild passt schon zum Gedicht. Aber es ist nichts, was ich mir in die Wohnung hängen würde. Dann hatten wir die Aufgabe, verschiedene Gestaltungsmittel fotografisch umzusetzen. Und glücklicherweise habe ich die auch alle so schön benannt. Das heißt, ich kann euch jetzt genau sagen, welches Gestaltungsmittel sein sollte. Wir fangen gleich mal an. Wir haben hier einmal aufstrebende Linien. Ja, klar. Dann Farbkontraste. Ja, dafür könnten die Beeren noch ein bisschen knalliger sein, dann wäre es offensichtlicher. Dann Formkontrast. Also da geht es um Strukturen und Muster, die eben im Kontrast stehen. Haben wir. Dann haben wir Froschperspektive. Ja, einfach umgesetzt, einfach von unten in den Baum rein fotografiert, Froschperspektive erfüllt. Der goldene Schnitt, sprich orientiert an der Drittelregel, hätte man vielleicht noch deutlicher umsetzen können.
Ihr müsst auch wissen, da wo wir diese Aufgabe gemacht haben, da ist um das Lehrgebäude nur Feld. Da ist nicht viel. Ja, da ist Feld, da sind ein paar Bäume und das war's. Deshalb motivischer Spielraum ist da auch nicht so krass gegeben gewesen, aber darum ging es ja auch nicht. Ach, siehst du, nochmal goldener Schnitt. Ja, besser. Besser mit der Hummel. Hell- und Dunkelkontrast. Konnte ich das natürlich gut nutzen, dieses Wetter an dem Tag. Würde ich sagen, passt auch eigentlich auch ganz cool. Horizontale und vertikale. Ja. Wäre cool, wenn es mehrere von diesen Windrädern gegeben hätte. Dann hätte ich noch mehr Vertikalen gehabt. Aber allein die horizontalen, die kommen bei den Feldern natürlich richtig cool raus. Und auch die Baumlinie da hinten am Horizont, wie die angeordnet ist, das ist sehr treffend. Doch, ja. Der Komplementärkontrast. Dann haben wir hier Rot und Grün. Offensichtlich nochmal richtig schön bearbeitet, dass das auch richtig gut rauskommt. Hätte man vielleicht auch einen hübscheren Mohnstrauch sich raussuchen können. Das ist schon sehr wüst. Oder einen anderen Ausschnitt, dass man da ein bisschen mehr wegnimmt davon. Ja, ich glaube, das hätte schon gereicht. Kreis, ja, oh, da habe ich mich schwer getan, weil wie gesagt, dort gab es nicht viel. Aber hey, wir haben hier einen Kronkorken von Urköstritzer. Qualitätskontrast, auch sehr treffend. Quantitätskontrast, ja gut. Ja, das ist ein trauriges Bild. Dann haben wir hier noch selektive Schärfe. Ja, das ist auch ganz cool. Vor allem, dass ich ins Schwarz-Weiß gemacht habe, finde ich eigentlich ganz cool. Und ja, Thema wird ersichtlich. Vogelperspektive. Hätte man sicher noch was Deutlicheres machen können, wenn man irgendwie wirklich auf einen Turm oder auf eine Leiter oder irgendwas geklettert wäre oder von oben aus dem Fenster raus fotografiert hätte. Aber an sich passt's. Die Bearbeitung, was habe ich mir bei der Bearbeitung gedacht? Naja. Vordermittel, Hintergrund war hier die Aufgabe. Ich sehe eigentlich nur, ja gut, die unscharfen Teile, soll wahrscheinlich dann der Vordergrund sein, die scharfen Parts dann der Mittelgrund und die Wolken der Hintergrund, aber so richtig deutlich ist es hier nicht geworden. Da hätte ich was von dem Gestrüpp meinetwegen richtig an die Linse halten müssen, damit ich diesen Vordergrundeffekt habe, damit es so richtig unscharf ist. Ja, aber so kann man besser machen. Was haben wir hier? Warm-Kalt-Kontrast. Ja, das Feld ist jetzt nicht so warm. Das hätte ich vielleicht noch ein bisschen wärmer bearbeiten können, dass es einfach deutlicher rauskommt. Aber der Gedanke ist ersichtlich, würde ich sagen. Und das war's dazu. Das waren die ganzen Gestaltungsmittel. Wenn wir jetzt, drittes Lehrjahr, da hatten wir ein größeres Schulprojekt. Da ging es darum, dass wir ein ganzes Konzept erarbeiten sollten. Also wirklich, das war am Ende so eine dicke Mappe. Und ich habe mir Fußballschuhe als Thema genommen. Wenn wir uns dafür entschieden haben, Produktfotos zu machen, mussten wir die in meinem Studio, mussten die draußen fotografieren. Wir mussten die auch in Kombination mit einem Porträt fotografieren und dann eben eine ganze Bilderserie erstellen. Bei dem Projekt kann ich euch auch gerne mal die Vorher-Nachher-Bilder einblenden von der Bearbeitung. Ja, hier haben wir eben einen tollen Fußballschuh. Ne? Nike, please sponsor me. Finde ich schon gut geworden. Habe ich mir auch richtig Mühe gegeben, muss ich wirklich sagen. Und das Bearbeiten hat eine ganze Weile gedauert. Dafür, dass ich eigentlich nicht so der Produktfotograf bin, also anderen liegt das definitiv mehr als mir, finde ich doch das Ergebnis hier ganz schön. Und als allerletztes möchte ich euch ein paar Sachen aus meinem Gesellenstück noch zeigen. Wir hatten 4 Teile. Teil A war mit Porträt kombiniert, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Teil B habe ich gehasst. Da sollten wir eine Miniaturlokomotive fotografieren, einmal im Ganzen und einmal ein Detail, glaube ich. Ich weiß noch, ich war da alleine, dort in dieser Ausstellung.
und habe mir versucht, den schönsten Zug rauszusuchen, der auch vom Licht her an dem Tag gut ausgeleuchtet war, der auch auf der Strecke so gut ersichtlich war, dass man ihn eben einmal im Kompletten sehen kann oder zumindest, ich glaube, wir mussten eine Mindestanzahl von Waggons einfach haben und das war echt nicht einfach. Also wenn man jetzt die Bilder am Ende sieht, denkt man sich so, ja, ist jetzt nichts Spektakuläres, war bestimmt easy, aber nee, ich weiß noch, das war nicht easy. Das finde ich eigentlich ganz cool, das Detailfoto auch, dass ich noch was im Vordergrund hatte mit den kleinen Männlein. Auf jeden Fall besser als dieser gesamte Zug. Aber ja, das war Teil B. Und Teil C war ein freies Thema. Auch dafür mussten wir eine Konzeption schreiben. Und es durfte nichts sein, was wir in den ganzen 3 Jahren irgendwie schon mal gemacht hatten. Es musste was ganz anderes sein. Deshalb habe ich mir die Hundefotografie ausgewählt. Und ich wollte einen Husky in seinen verschiedenen Eigenschaften porträtieren und das eben bildlich darstellen, wie ein Husky sein kann, was Leute über einen Husky vielleicht denken, solche Sachen. Hatte ich hier Nummer 1, war so das Klischee von dem bösen Wolf, weil Huskys schon manchmal so gucken können, aber eigentlich sind es natürlich voll liebe Tiere. Ich habe meine Tante dabei, die mir da sehr geholfen hat an dem Tag. Das Motiv haben wir gemacht, indem sie den Hund an der Brust gekrault hat und dann ging der Kopf halt immer runter so, weil sie das eben genossen hat. Und dann musste ich es noch schaffen, dass sie mich anguckt in dem Moment, dass sie in die Kamera schaut und den Kopf aber unten lässt. Und sie hat immer ganz oft den Kopf schon wieder hochgenommen, dass das eben nicht möglich war zu fotografieren, aber wir haben es geschafft. Ich weiß nicht mehr, wie lange das gedauert hat, das Motiv, aber es hat auf jeden Fall geklappt. Dann haben wir hier natürlich den sportlichen Husky, ja, offensichtlich im Zuggeschirr und fröhlich guckend. Der brave Husky als Kontrast zu dem bösen Wolf. Das ist aber das Bild, was ich am wenigsten mag aus der Reihe. Das ist tatsächlich mein Lieblingsbild aus der Reihe, der intelligente Husky. Da hatte ich so eine Fake-Brille ohne Gläser und wir dachten, das wird bestimmt das schwierigste Motiv. Deshalb haben wir damit angefangen, weil ja, die Aufmerksamkeitsspanne und der Geduldsfaden vom Hund ist natürlich ja auch nicht immens lang. Deshalb wollten wir so ein bisschen ranhalten, alle Motive an dem Tag durchzukriegen. Und tatsächlich war das Bild, was am einfachsten und schnellsten umgesetzt war, weil sie hat das so cool mit sich machen lassen, obwohl sie es nicht kannte mit der Brille. Aber ja, dann ist das bei rausgekommen. Und der verfressene Husky, oder der hungrige Husky, ja, da wollte ich eben so ein Fangbild haben, was auch nicht so einfach ist, wenn man mit Studioblitzen arbeitet, aber hat funktioniert. Ja, sieht gefährlich aus, wenn man sonst mal reinguckt. Da haben wir auch ein paar Versuche gebraucht, bis sie es so gefangen hat, dass es fotogen war. Das wären sie alle, die ich euch zeigen kann aus meiner Ausbildung bzw. aus dem schulischen Part meiner Ausbildung. Es sind schon coole dabei, also gerade das mit dem Kaffee, das werde ich auf jeden Fall nochmal als Wandbild mir drucken lassen. Aber ja, bei manchen Sachen, da weiß ich einfach auch noch, dass ich nicht so viel Lust drauf hatte und ich finde, man sieht das dann auch immer in den Fotos. Aber hey, hier sind wir nun. Es ist fast 7 Jahre später. Das ist krass. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann hinterlasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Schreibt gerne einen Kommentar und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder. Bye!